Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir mal wieder das Thema Smartwatch und es geht diesmal nicht um die Samsung Galaxy Watch 4, die ihr hier auf der rechten Seite seht, nicht um die Samsung Galaxy Watch 5 Pro, die wir auf der linken Seite sehen, sondern natürlich geht es um den Neuzugang, die Samsung Galaxy Watch 6 und zwar hier bei uns in der Classic-Variante. Die ist gerade eben gekommen und wir gucken uns jetzt einmal zusammen an, was denn da alles drin ist und wie der erste Eindruck ist. Ja, sie ist gerade eben reingekommen, die Samsung Galaxy Watch 6 Classic in der Variante Silber, denn diesmal habe ich mich dafür entschieden, dass ich mal die silberne Version ausprobiere. Bei der Samsung Galaxy Watch 5 Pro habe ich ja die schwarze gehabt, davor habe ich auch die schwarze gehabt bei der Watch 4. Jetzt mal die silberne Version, gucken wir uns gleich mal an, wie das Ganze optisch so ausschaut. Auf den Seiten nicht mehr viel zu erkennen. Auf der anderen Seite steht dann noch die Größe und zwar haben wir hier in unserem Fall die 47 mm Variante, also quasi die große Version der Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Es gibt ja auch noch eine kleinere und es gibt auch noch die normale Samsung Galaxy Watch 6. Wir haben hier die Variante mit Bluetooth, also ohne Wi-Fi, nicht ohne Wi-Fi, sondern ohne LTE. Wi-Fi und GPS sind natürlich mit an Bord, aber ohne LTE eben, weil ich persönlich diese Version mit LTE nicht benötige. Dann gibt es hier noch einige Informationen dazu, was euer Android-Smartphone können muss und einige Einschränkungen. Insbesondere bei den medizinischen Produkten ist es ja weiterhin so, dass nur mit Samsung-Smartphones teilweise die Aktivitäten oder vielmehr die Funktionen genutzt werden können. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ich würde sagen, wir packen das Ding mal aus. Ich bin vor allen Dingen schon sehr gespannt auf die Kombination zwischen dem Gehäuse und dem Armband. Das wird gleich sicherlich nochmal spannend werden. Das Messer brauchen wir übrigens hier nicht, denn wir können hier einfach diese kleinen Vorrisse oder wie auch immer man das nennt, kann man einfach abreißen. Dann brauchen wir das Messer in dem konkreten Fall jetzt nicht und schauen dann einmal rein, wie das Ganze ausschaut. Das ist hier die Standardversion, also sprich, wenn ihr kein anderes Armband oder ähnliches konfiguriert, dann bekommt ihr die Uhr, wenn ihr die silberne Version der Classic wählt, in 47 mm ohne LTE, dann bekommt ihr genau diese Variante, die ich jetzt hier habe. Denkt dran, im Deckel ist immer noch was versteckt, also gerade die zum ersten Mal eine Samsung Galaxy Watch auspacken, die Leute sollten sich nochmal bewusst werden, dass das Ladekabel immer im Deckel hängt. Das merkt man auch, weil der ein bisschen schwerer ist, aber manchmal sieht man es halt einfach gerade in der Euphorie, vielleicht wenn man die neue Uhr auspackt. Also hier ist nochmal der Ladepuck mit drin und auch diese drei kleinen Papierschnipsel. Also das wird einmal der Quick Start Guide sein und wahrscheinlich ansonsten Garantiekarten. Gucken wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Dann sehen wir hier die Uhr. Ja, wie gesagt, in Silber und wir wissen es alle, es gibt jetzt wieder eine Lünette. Das Armband ist übrigens eine ganz komische Mischung, also das werde ich auf jeden Fall tauschen, das kündige ich jetzt schon mal an, aus Silikon, Kautschuk, ich weiß es nicht was, und obendrauf fühlt sich so ein bisschen lederartig an, also ja, schauen wir mal, das Armband ist auf jeden Fall schon mal auf den ersten Blick nicht meins. Wir gucken einmal zu den Zubehörteilen, die noch mit an Bord sind und ich habe es gerade eben schon gesagt, hier finden wir dann einmal in dieser kleinen Pappverpackung dann noch den Ladepuck. Den seht ihr hier. Der hat sich optisch aus meiner Sicht nicht geändert zur Vorgängerversion. Ich weiß, habe noch gar nicht nachgelesen, ob der Puck an sich mehr Ladekapazität oder mehr Watt oder ähnliches hat. Ich glaube eigentlich nicht, es steht auf jeden Fall auch erstmal nichts drauf, aber das werden wir dann ja, wenn wir uns den Akku in einem der folgenden Videos mal anschauen, werden wir uns das sicherlich nochmal im Detail betrachten. Ja, 2 Garantiekarten und den Quick Start Guide. Der Quick Start Guide, denke ich, für alle klar, auch in Deutsch vorhanden, brauchen wir aber wahrscheinlich nicht. Insbesondere, wenn ihr das nächste Video zur Einrichtung guckt, könnt ihr den Quick Start Guide direkt beiseite legen. Ja, hier haben wir jetzt die Uhr. Und ich habe gerade eben schon gesagt, das Armband, ja, ich finde, es fühlt sich irgendwie ein bisschen merkwürdig an. Ist vielleicht auch Geschmackssache, ich weiß es nicht. Ich habe deswegen, oder was heißt deswegen, es gab quasi als Vorbestellerbonus ja noch ein zweites Armband mit dazu. Das werde ich sicherlich umgehend mal auch probieren, ob das vielleicht besser ist. Das packen wir jetzt auch noch ganz kurz aus, damit ihr da auch so einen gewissen Eindruck nochmal von bekommt. Das ist hier... Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau ausgewählt habe. Ich glaube, es gab nur 2 zur Auswahl und es ist irgendeine Art Stoffarmband. Hier seht ihr auf der Rückseite oder beziehungsweise in diesem Infoschreiben übrigens auch nochmal diesen neuen Quick-Release-Mechanismus. Da müsst ihr einfach nur draufdrücken und dann ziehen sich sozusagen die Stege ziehen sich zusammen oder vielmehr diese kleine dünne Stange, der Steg ist übrigens 20 mm und dann könnt ihr das leichter entfernen. Das ist so diese neue Mechanik, die da eingebaut wurde, nachdem in der Vergangenheit ja eher vorherrschte, dass man so einen kleinen Pin ziehen musste. Hier noch das andere Armband, ja, gefällt mir jetzt auch nicht
unglaublich gut, sage ich einfach mal, muss man dann einfach mal ausprobieren. Und hier seht ihr das nochmal, dass wenn man diesen Knopf drückt, dann zieht sich das hier oben so ein bisschen zusammen und dadurch könnt ihr das Ganze dann leichter rausziehen und auch leichter wieder installieren. Da gucken wir uns da sicherlich auch zum späteren Zeitpunkt nochmal an, wie das Ganze genau funktioniert. So viel dann noch zu diesem Beigabearmband für die Vorbesteller der Samsung Galaxy Watch 6 Classic. So, bevor wir zum ersten Eindruck kommen, vielleicht noch mal ein kurzer optischer Vergleich zwischen den Generationen. Wir haben hier auf der linken Seite jetzt die Samsung Galaxy Watch 6 Classic in Silber. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, glaube ich, von der Optik her erstmal nicht so unterschiedlich, zumindest von der Form der Knöpfe und so weiter und so fort im Vergleich zur Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Von der Dicke her sieht man es dann aber schon deutlich, dass das Display leicht vergrößert ist. Aus meiner Sicht sieht man es nicht. Mir gefällt auf jeden Fall bei der Watch 6 besser, dass dieser dicke Rand über dem Display, den ihr hier seht, mal abgesehen davon, dass es auch eine Lünette ist, dass der nicht mehr ganz so riesig ist. Die Uhr ist aber schwerer als der Vorgänger, das muss man tatsächlich wissen, obwohl der Akku deutlich kleiner ist, ist halt auch nicht mehr aus Titan, so wie in der Vergangenheit, sondern ist jetzt wieder aus Edelstahl. Ja, dann noch kurz der Vergleich auch zur Galaxy Watch 4, auch hier von der Größe her leicht natürlich größer, sieht man, finde ich, auch nicht so dramatisch, liegt aber auch daran, dass der Rand sehr dünn ist bei der Watch 4 und jetzt zu meinem ersten Eindruck. Ich habe es gerade eben schon ganz kurz gesagt, das Display ist im Vergleich zum Vorgänger leicht vergrößert. Wir haben jetzt 1,5 Zoll mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln. Beim Vorgänger waren es in meiner Version noch 450 x 450 Pixel und 1,4 Zoll. Wir haben jetzt wieder eine Lünette an Bord. Die gab es ja bei der Galaxy Watch 4 Classic auch, also bei meiner Version nicht, aber bei der alternativen Version. Und warum ich jetzt hier so rüttle, ist das, was ich schon bei den ersten Kommentaren im Internet gelesen habe, dass die Lünette wohl sehr wackelt. Das ist bei mir nicht der Fall. Leichtes Spiel, ja, aber eben nicht groß, dass es mich beunruhigen würde. Die Dicke der Lünette ist übrigens super, also die sieht hier gerade in meiner Version durch diesen schwarzen Innenring sehr dünn aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Innen drin ist aber noch so ein kleines bisschen was zu sehen. Ja, ansonsten ist das Ganze jetzt hier nicht mehr aus Titan wie beim Vorgänger, sondern jetzt aus Edelstahl gefertigt. Das sehen wir jetzt hier nicht so gut, genau weil hier noch der Schutz drauf ist, aber vom Grundsatz her ist es in der Vergangenheit aus Titan gewesen, zumindest bei der Pro. Jetzt ist es aus Edelstahl. Gut, aus meiner Sicht ist das höchstens vielleicht ein Faktor fürs Gewicht, zumindest denke ich das. Ansonsten haben wir hier den Lautsprecher, die beiden Knöpfe auf der rechten Seite, die unterscheiden sich tatsächlich auch überhaupt nicht zur Watch 5 Pro. Hier unten dann noch das Mikrofon und auf der Rückseite sehen wir dann jetzt auch gleich noch den Bioactive-Sensor hier in der Mitte, diesen großen runden Punkt. Und auf der linken Seite diese kleine Aussparung noch, das ist der Hauttemperatursensor, mit dem ihr ja jetzt auch andere Dinge messen können sollt. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend dann in den nächsten Videos. 20 mm Steckbreite bedeutet, ihr könnt alle eure alten Armbänder weiterverwenden und mit diesem neuen Quick-Release-Mechanismus kriegt ihr das Armband super schnell ab. Zumindest vermute ich das, genau. Und natürlich, ich werde es jetzt versuchen, wieder dran zu bekommen, aber es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es nicht klappen. Da muss man vielleicht sich dann nochmal genauer angucken. Da muss man wahrscheinlich den einen Steg reinsetzen, dann den anderen. Es funktioniert auf jeden Fall jetzt nicht. Lassen wir es gut sein. Ich werde es mir nochmal angucken, wie es geht. Dürfte nicht zu kompliziert sein, mit diesem Quick-Release-Mechanismus das Ganze dann auch wieder reinzubekommen. Ja, insgesamt muss ich persönlich sagen, der Eindruck ist auf jeden Fall gut, fühlt sich alles wertig an, nichts anderes hat man aber auch erwartet, denn die Uhr ist nicht ganz günstig, zum Preis kommen wir dann gleich noch. Knöpfe und Druckpunkte und so weiter, alles in Ordnung, auch die Lünette mit ein bisschen Spiel, ganz wenig aber nur. Ich habe da im Internet ganz anderes gelesen, dass die sehr wackelig sein soll, ist bei mir nicht der Fall, sehr leichtgängig. Für mich passt das Gesamtpaket auf jeden Fall für den ersten Eindruck. Wir sehen hier oben, dass wir die Armbänder auch weiterverwenden können, denn wenn ich mal hier von der Galaxy Watch 4 das Armband dran halte, seht ihr, das passt auch, also sprich, wir können auch die alten Armbänder weiterverwenden, finde ich persönlich ja extrem wichtig, dann braucht man sich nicht jedes Mal neue Armbänder kaufen, auch wenn vielleicht dann nicht die alten Armbänder nicht unbedingt diesen Quick-Release-Mechanismus haben. Bei allen neuen Armbändern, die ihr zum Beispiel von Samsung kauft, ist dieser Release-Mechanismus ja dabei. Ja, kommen wir nochmal zum Preis. 450 € ohne irgendwelche Vorbestellerboni und so weiter und so fort. Das ist schon eine Ansage, gerade weil es die Version ohne LTE ist. Es ist natürlich ansonsten die größte Variante, aber es ist schon ein stattlicher Preis. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ob das Ganze sein Geld wert ist und alles weitere schauen wir uns in den kommenden Videos an. Einrichtung und so weiter und so fort. Wer dabei sein will, klickt auf Abonnieren. Falls ihr jetzt schon Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Danke euch fürs Zusehen. Alexa, Kamera aus. Okay.